Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Fassprojekts 2026. Das Fass ist heute nicht dabei. Es ist der Raum, den ich beschrieben habe, und der Madeira ist ein Fass. Aber ich denke, es ist wichtig, bevor man weitermacht, eine Gegenprobe zu haben, eine Referenz zu haben. Und die Referenz ist der Madeira pur, wie er hier in der Flasche ist und hier auch schon im Glas eingegossen ist. Das ist wichtig, um eine Vergleichbarkeit zu haben, wie denn die Fassveränderungen sich ausgewirkt haben von den Aromen her. Und man kann dann sehr viel besser nachvollziehen, jedenfalls ist das der Gedanke dahinter, wann ist es gut genug mit der Vorbelegung, wann ist es sinnvoll, jetzt den Madeira aus dem Fass zu nehmen und den Whisky dann einzufüllen. Und deswegen machen wir heute eine kleine Madeira-Verkostung. Klassisch, wie man es beim Wein macht und eben auch beim Whisky macht, versuchen Dinge zu erkennen, Dinge nachvollziehen zu können. Und dann schauen wir mal, was für Aromen ich da jetzt finde und welche Aromen dann im Endeffekt auch intelligent wären, wenn die irgendwie sich wiederfinden. Das ist ja sozusagen der Sinn eines Finishes, dann bestimmte Aromen aus der Vorbelegung rüberzubringen in den Whisky. Das erste, was man immer tut, das tut man ja beim Wein genauso wie beim Whisky, und auch bei diesem Süßwein kann man das tun, sich die Farbe genauer ansehen. Und ich habe hier ein weißes Blatt. Ich hoffe, das ist ein bisschen sichtbar, ungefähr wie die Farbe aussieht. Ja, so ein dunkles Bernstein oder Honig, eher hellerer Honig. Also der sieht richtig lecker aus, finde ich. Schöne Farbe für so einen Süßwein, passt sehr gut. Und wir werden bei dieser Verkostung so vorgehen, wie man immer bei Verkostungen vorgeht. Auch hier analog wie bei Whisky, analog Wein oder anderen Spirituosen. Und nach der Farbe gucken wir uns einfach die Nase an. Also, man hat sofort wunderbare, süße Aromen, aber jetzt nicht so Traubenmost-Süße und fetter Zucker oder so, sondern es ist so eine Süße, die eben auch ergänzt wird durch so ein bisschen saure, frische Noten. Das ist wirklich eine wunderbare Balance und ist auch finde ich, auch sehr, sehr lecker, also sehr, sehr schön. Dass da jetzt nicht nur einfach, sage ich mal, ein Süßwein ist, der eben mit zuckrigen Noten aufwarten kann, sondern der auch noch ein bisschen was anderes dabei hat. Es ist auf jeden Fall eine gute Fracht an Nussaromen dabei, also so eine Nussigkeit. Vielleicht sogar ganz hinten irgendwo was Geröstetes, aber das ist jetzt wirklich nur sehr, sehr zurückhaltend. Also der hat keine Rauch- oder Röstaromen im ganz klassischen, harten Profil. Aber so ein bisschen, was er sicherlich hat, sind so leichtere Fruchtnoten, die kommen jetzt vielleicht ein bisschen später. Und das sind so gelbe Früchte. Orange, schon sagen. Vielleicht auch sowas, weil er auch hier wieder so ein bisschen, also es sind nicht so frische Früchte, sondern so ein bisschen auch schon, sind die ein bisschen getrocknet, könnte man sagen. Und das hat schon ein bisschen was auch Marmeladiges. Es gibt ja diese Orangenmarmelade, in Großbritannien sehr beliebt. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch in Frankreich war. In Frankreich gibt es so Marmeladen, oder das sind so Fruchtaufstriche. Quatre Agrumes heißen die. Das sind also Fruchtaufstriche mit Zitrone, Grapefruit, Orange, Limette. Und das passt genau. Also das bietet schon recht viel an, was das Aroma in der Nase angeht. Und nun, es ist ein Getränk, also will man es auch trinken, also wenn wir das mal tun. Er hat diese Süße, aber eine leichte Süße, diese gelbe Frucht, er hat ein bisschen Säure. Das Nussige, das ist jetzt so weg, finde ich. Das war in der Nase gut da. Im Geschmack findet man das weniger. Im Geschmack hat man wieder diese so ein bisschen eine pikante Note. Das ist schön. Und das kann ich jetzt gleich sagen, der Abgang, der ist also jetzt hier hinten, der wärmt schön hinten da. Also dafür, der hat ja 19%. Also
Ist natürlich stärker als ein normaler Wein, aber jetzt nicht mit einem Whisky oder ähnlich zu vergleichen. Aber das ist schon ein Abgang, der eine Länge hat und der auch ein bisschen wärmt. Das ist schon ganz nett. Hinten raus werden diese gelben Fruchtnoten gehen eher in Richtung so vielleicht mehr Apfel. Also der ist wirklich lecker. Ich sagte ja schon, ich könnte mir gut vorstellen, dass der zu so einem kräftigen Käse wunderbar funktioniert. Als Aperitif geht das sicherlich auch durch oder einfach mal abends, wenn man mal was Leckeres trinken will. Ja, also wirklich ein schöner Madeira. Ich bin jetzt absolut kein Madeira-Experte, also das wäre jetzt zu viel. Ich habe schon 30 Madeiras getrunken und kann jetzt sagen, der hat dies, das. So, nun sind wir natürlich bei der Einordnung für das Fassprojekt 2026, das ich gestartet habe. Was soll denn jetzt von diesen Aromen nachher im Whisky landen? Und da ist natürlich wichtig, dass man schon diese Fruchtaromen, diese gelbe Fruchtaromen, die wären schon schön, wenn die auch im Whisky wären. Ich hatte ja gesagt, ein Bourbon-Fass gereifter Whisky soll es sein, ausschließlich. Und ein Bourbon-Fass gereifter Whisky hat solche Aromen. Weniger, was Bourbon-Fass gereifte Whiskys haben, ist eine Zitrusnote, die gibt es öfter mal. Nussaroma, die sind auch nicht schlecht. Und ich sage mal, diese Noten, die hatte ich ja ein bisschen beschrieben, Orange, diese leichte Bitterkeit, diese leichte Röstaromatik, dieses leicht Pikante, das wäre auch sehr schön im Whisky. Das ist die eine Sache. Was aber auch wichtig ist natürlich, was sollte möglichst nicht im Whisky landen. Und da ist natürlich klar, dass das Thema Säure ein Problem sein kann. Was mir aber auch sehr, sehr wichtig ist, dass ich will eine süße Überfrachtung. Also ich finde Whiskys, die so eine total überladene, fette Süße mit sich bringen, die so klebrig sind, die sind mir fast schon graus, die sind mir immer too much. Kunst des Finishen ist für mich ja natürlich besondere Aromen in den Whisky zu bekommen. Aber der Charakter der Brennereicharakter, der soll immer erkennbar bleiben. Also das finde ich wichtig beim Finishen. Das wäre mir auch hier wichtig. Also Unterschiede nachher sollen erkennbar sein, aber es soll nicht so sein, dass der Madeira oder die Madeira-Noten den Whisky erschlagen, überdecken und dass man dann denkt, okay, das ist jetzt auch noch ein nettes Getränk, aber man erkennt ja gar nicht mehr das ursprüngliche Destillat. Und wenn wir das dann das erste Mal entnehmen, haben wir eine wunderbare Referenz. Natürlich die Farbe, aber auch die Aromen. Da kann ich dann sehr gut entscheiden, wann wir mit dem Fassprojekt fortfahren, sprich Madeira raus, Whisky rein. Vielen Dank, bis dann.